kleine Stadt hat sich schon prächtig entwickelt, nachdem wir jetzt die Attraktivität gesteigert haben, Zisternen und Unterhaltungseinrichtungen errichteten und durch den Bau des Stadtpalastes nun Steuern eintreiben. Und unsere Bürger wollen nun das erste Produkt haben, was wir entsprechend zur Verfügung stellen sollen. Und das wäre Töpferware. Die Produktpalette bei Pharao ist wesentlich umfangreicher. Wir können Rohstoffe abbauen und diese weiter zu Gütern veredeln. So können wir zum Beispiel Ton abbauen und diesen in den Töpfereien zu Töpferware verarbeiten. Wir können Gerste anbauen und daraus Bier brauen oder Flachs, um daraus Leinen zu weben. Wir können Schilf sammeln, um daraus Papyrus herzustellen. Oder Edelsteine abbauen, um daraus Schmuck zu produzieren. Aus Kupfer können wir Waffen herstellen. Wir können aber auch Baumaterialien abbauen für unsere Monumente oder für den Export. Bei den Steinbrüchen können wir normalen Stein abbauen, Kalkstein, Granit oder Sandstein. Haben wir Waldvorkommen, können wir Holz schlagen. Holz benötigen wir für den Bau von Monumenten und für den Bau unserer Kriegsschiffe. Natürlich ist Holz auch ein begehrtes Exportgut. Ein weiterer Baustoff, den wir herstellen können, sind Ziegel. Für die Ziegel benötigen wir Ton und Stroh. Stroh wird als Nebenprodukt bei dem Getreideanbau hergestellt. Wenn wir Gold abbauen, können wir damit unsere Stadtfinanzen verbessern, denn Gold wird nicht weiterverarbeitet, sondern wird direkt zu unserem Stadtpalast gebracht und fließt somit in unsere Stadtkasse. Also, wenn wir Gold abbauen, benötigen wir den Stadtpalast. Ansonsten wird Gold nicht abgebaut. Was wir alles in unserer Stadt und Provinz herstellen können, können wir hier einmal bei den Gebäuden für Landwirtschaft und Nahrungsmittel und bei den gewerblichen Gebäuden sehen. Hier können wir bei Farmen sehen, was wir landwirtschaftlich an Rohstoffen produzieren können, in dem Fall Gerste. Und bei den gewerblichen Gebäuden können wir beim obersten Button sehen, was für Rohmaterial wir abbauen bzw. herstellen können. Und hier können wir Ton abbauen, wir können einen einfachen Steinbruch, einen Kalksteinbruch errichten. Wir haben eine Schilfsammelstelle und Gold. Unter den Rohmaterialien haben wir die weiterverarbeitenden Betriebe. Hier sind es nun Juweliere, Töpfereien, Brauerei, Weberei und die Papyruswerkstatt. Unter den gewerblichen Gebäuden haben wir auch noch die Werft und die Baugilden, die wir für die Monumente benötigen. Unsere Güter benötigen wir nicht nur für unsere Bürger, sondern sind auch Exportgüter. Denn nur mit Steuern können wir unsere Stadt nicht finanzieren. Für den Handel gehen wir hier auf die Weltkarte, dann sehen wir die Landkarte des alten Ägyptens mit den entsprechenden Handelspartnern. Hier müsst ihr mal nach oben scrollen, weil wir auch weit oben an den Küsten des Mittelmeers Handelspartner haben und auch weiter nach unten, nach Nubien. Hier können wir auch Handelspartner haben. Unsere Stadt ist hier Mennefer und wie bei Caesar 3 gibt es Landhandelsrouten und Handelsrouten zu Wasser. Unsere Handelspartner hier entlang des Nils sind meistens Seehandelsrouten, während die Handelspartner hier in den Wüstengebieten Landhandelsrouten sind. Und ich fange immer erst mit den Landhandelsrouten an, da ich dafür kein separates Gebäude errichten muss und der Handel sofort beginnen kann. Und wir haben jetzt hier einmal die Oase Baharia. Baharia verkauft uns Holz und kauft bei uns Feigen, Ton und Geschirr. Und auch hier können wir an den einzelnen Waren-Icons kleine Symbole sehen, die uns sagen, wie viel unser Handelspartner mit diesem Gut handeln möchte. Ein Korb sind 1500 Einheiten, 2 Körbe 2500 und 3 Körbe 4000 Einheiten. Timna
verkauft uns Waffen, Edelsteine und Kupfer und kauft bei uns Kichererbsen, Bier, Leinen und Papyrus. Ich würde vorschlagen, wir beginnen den Handel mit Timna und werden neben den Töpferwaren auch Bier produzieren. Ja, und später werden wir dann auch noch die Handelsroute zur Oase Baharia eröffnen und dann Geschirr verkaufen. Aber ihr seht, dass die einzelnen Handelsrouten unterschiedliche Preise haben, um sie zu eröffnen. 1000 Leben brauchen wir, um die Handelsroute zur Oase Baharia zu eröffnen. Nach Tima ist es etwas günstiger, 650. Ja, und die Seehandelsrouten, die werden wir später dann uns genauer angucken. Gut, ja, dann eröffnen wir mal die Handelsroute nach Timna. Okay. Und den Aufseher werden wir gleich erst besuchen, wenn wir die Waren entsprechend hergestellt haben. Und hier sehen wir dann halt diese gestrichelte Linie, die uns zeigt, dass diese Handelsroute jetzt entsprechend aktiv ist. Mit der Rechtstaste der Maus können wir hier das Fenster verlassen. Für den Bau unserer Töpferwarenproduktion werde ich jetzt mal hier noch weitere Parzellen ausweisen. Für unsere Töpferwarenproduktion errichten wir jetzt mal 2 Tongruben und bei Rohstoffproduktionen, die einen konstanten Output an Ware haben, können wir auch ungefähr sagen, ein Rohstofflieferant kann 2 weiterführende Betriebe versorgen. Also bauen wir jetzt hier 4 Töpfereien. Ja, und für unsere Waren benötigen wir natürlich noch ein Lagerhaus. Finden wir hier bei den Gebäuden für Lagerung und Vertrieb und stelle das Warenlager entsprechend ein. Besondere Befehle, da können wir erstmal den Button drücken, nichts annehmen und können dann in Ruhe aussuchen, was wir entsprechend einlagern. Und wir haben hier entsprechend 4 Befehle, die wir dem Warenlager zuordnen können. Nichts annehmen, jetzt hier bei Geschirr alles annehmen, maximal holen, also wir fordern die Ware an, oder leeren. Wir werden jetzt hier alles annehmen und wie schon bei meinem Nahrungstutorium können wir bei alles annehmen oder maximal holen angeben, wie viel. Und zwar in Viertelschritten. 3/4, die Hälfte oder ein Viertel. Das gleiche geht auch bei alles annehmen. Wir werden aber jetzt dieses Warenlager nur für Geschirr entsprechend einstellen. Ja, und wir brauchen jetzt die Waren nicht mehr zu hamstern, damit sich etwas in den Warenlagern ansammelt. Wir können ja hier im Bazar entsprechend anklicken bei besonderen Befehlen, welche Ware gekauft werden soll und welche nicht. Und wir haben das ja jetzt hier nur auf Kichererbsen. Wir können also jetzt warten, bis wir genügend Töpferware im Lager haben und dann werden wir das hier entsprechend freigeben. Das ist eine sehr gute Neuerung bei Pharao. Ja, und wie wir jetzt sehen, fehlen uns Mitarbeiter. Aber hier diese Gebäude haben sich ja schon gut weiterentwickelt. Das heißt, wir werden wohl gleich genügend neue Mitarbeiter haben. Ja, und ihr seht, wir produzieren richtig viel Kichererbsen. Damit sind wir, glaube ich, was die Nahrungsmittel betrifft, sehr gut versorgt. Ich glaube, ich baue noch eine weitere Tongrube. Ja, das sieht sehr gut aus. Und wir haben auch schon die ersten Töpferwaren in unserem Lagerhaus. Aber wir wollten ja jetzt auch Handel betreiben und zwar mit Bier. Für Bier brauche ich Gerste. Und ich werde jetzt die Gerste nicht hier in unserem fruchtbaren Nilschlamm kultivieren, sondern wir werden hier in dieser sogenannten Wiesenwirtschaft unsere Gerste anbauen. So, dafür brauchen wir natürlich Gerstenfarmen und wir bauen mal 2 Stück. Die Gerstenfarmen sollten aber noch entsprechend bewässert werden. Dafür brauchen wir einmal den Wasserheber. Den errichten wir hier und verbinden ihn. So, und dann benötigen wir natürlich auch noch den Bewässerungsgraben. Der geht dann jetzt hier so raus. So. Nee, das ist doof. Das bauen wir anders.
So. Da jetzt aber der Weg relativ weit ist für unsere Arbeitsrekrutierer, werde ich jetzt hier eine kleine Siedlung errichten. Und wir haben wieder eine perfekte Überschwemmung das nächste Mal. Es ist schon gut, wenn man Osiris den nötigen Respekt zollt. So, hier ist unsere kleine Siedlung jetzt. Die werden wir noch ein bisschen verschönern. Ja, jetzt bauen wir die Warenlager. Und zwar einmal für Gerste und einmal für Bier. Normalerweise errichte ich kein Warenlager für Rohstoffe, es sei denn, ich importiere diese, da die Rohstoffproduzenten die weiterführenden Betriebe automatisch mit Rohstoffen versorgen. Allerdings, Rohstoffe über die Landwirtschaft, wie zum Beispiel Flachs oder Leinen, können unterschiedlich im Output sein, aufgrund von Fruchtbarkeit. Zudem haben wir nur einmal eine Ernte, maximal 2 bei diesen Farmen, sodass wir keine kontinuierliche Rohstoffversorgung haben. Daher errichte ich ein separates Warenlager für den Rohstoff, damit Überschüsse dort gelagert werden können und dann in der Zeit, wo es keinen Rohstoff gibt, dort die weiterführenden Betriebe versorgt werden können. Ich würde mal sagen, wir bauen mal 4 Brauereien. So, dann können wir das hier so entsprechend rumziehen. Wunderbar. Dann dürfte da noch eine reinpassen. Sehr schön. So, ja, wir werden hier auch nochmal eine kleine Siedlung errichten müssen. Ja, wie wir sehen, haben wir jede Menge Töpferware. Wir werden jetzt mal hier im Markt das Geschirr freigeben. Ja, und unsere Marktfrau ist schon auf dem Weg zum Warenlager. In der Zwischenzeit gehen wir zum Aufseher des Handels und dann können wir sehen, welche Waren wir in welchen Mengen in unserer Stadt gelagert haben. Und wir können sehen, welche Waren wir momentan oder importieren können. Was auch gut ist, ist zu sehen, dass andere Produkte durchaus oder importiert werden können. Dafür müssen wir aber dann halt die Handelsroute eröffnen. Ja, und wir haben jede Menge an Gütern. Wir haben hier die Möglichkeit, zur Weltkarte nochmal zu gehen und hier uns die Preise anzuzeigen. Das ist auch sehr interessant. Hier können wir sehen, was der Käufer zahlt, also was wir zahlen müssen, wenn wir es importieren und was der Verkäufer erhält. Das heißt, was wir exportieren können. Der absolute Exportschlager sind Waffen, gefolgt von den weiterverarbeiteten Produkten wie Geschirr, Bier, Leinen, Luxuswaren oder Papyrus. Bei den Rohstoffen ist vor allem Holz und Kupfer ein gutes Exportgut. Nahrungsmittel und auch die übrigen Rohstoffe würde ich nicht exportieren, da sie einfach zu wenig Gewinn abwerfen. Wir wollen ja jetzt Bier exportieren, dann gehen wir hier auf das Produkt und dann können wir den Export entsprechend einstellen. Hier können wir nochmal sehen, wie viele aktive Gewerbestätten in der Stadt sind und was im Lager momentan vorhanden ist. Den Export können wir folgendermaßen einstellen. Wir können Überschüsse exportieren, also nur das, was tatsächlich momentan zur Verfügung steht. Ich selber stelle den Export lieber ein. Wir können ja ein Limit einstellen. Das heißt, alles, was über dem eingestellten Wert ist, wird verkauft. Es bleibt also immer eine entsprechende Menge im Lager. Das ist natürlich wichtig, wenn wir Güter exportieren, die wir auch für die Stadt benötigen. Da wir Bier momentan nicht brauchen, können wir das hier auf 0 setzen. Hier können wir das Gewerbe noch ein- und ausschalten und hier unten können wir die Ressource nutzen und handeln oder wenn wir draufklicken, hamstern. Das benötigen wir, wenn wir Ware zum Beispiel für eine Anfrage einer anderen Stadt oder aus dem Königreich zur Verfügung stellen sollen. Wichtig ist auch hier, wenn ihr die Ressource wieder nutzen wollt, müsst ihr den Export neu einstellen.
Gut, so, dann haben wir jetzt Bier entsprechend für den Export eingestellt. Das kann man dann halt hier auch dann sehen. Ja, und dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis Bier zur Verfügung steht. Hier unten können wir wieder in die normale Ansicht oder mit der rechten Maustaste. Ja, sehr schön. Wir produzieren unsere ersten Güter. Ja, und unsere Gebäude haben sich weiterentwickelt zum bescheidenen Haus. Diese benötigt jetzt medizinische Versorgung. Die medizinische Versorgung und auch weitere Dienstleistungen für die Stadtentwicklung werden wir uns im nächsten Tutorium anschauen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.